Ja, also das Ziel des Weltlichen ist es, wieder mit dem Geistigen verbunden zu werden. Das ist eigentlich programmatisch, ja, für Blake. Also William Blake, ich meine, man kennt ihn ja eigentlich gar nicht. Geboren in London, ja, 250 Jahre ist das jetzt her, ja, also 1757. Gedichte geschrieben mit 12, dann auf die Zeichenschule. Die ersten Veröffentlichungen mit 26, die Poetical Sketches. Und dann die Songs of Innocence, ja, das ist klar, natürlich, ja. Leider aber erfolglos, ja, also keinerlei Anerkennung. Songs of Innocence, sein meistverkauftes Buch, ja. In einer Phase seines größten Erfolges und einer großen Nachfrage muss er 3 Exemplare nachdrucken. Ich meine, 3 Exemplare. Unglaublich. Sein größter Erfolg, 3 Exemplare. Blake ist ein Multimedia-Künstler. Heute würde der Mann Websites machen. Ja, der wäre erfolgreich. Also das ist keine Frage. Ja, und eben über die Jahre hinweg immer wieder das Thema Imagination. Ja, also die Vorstellungskraft, das ist Blakes großes Thema. Dieses immer in Frage stellen der Realität, dieses sich nicht zufrieden geben mit dem scheinbar Banalen. Ja, also Zeit seines Lebens, wie gesagt, sieht er Visionen, ja, hat Engel gesehen, sich mit Dämonen unterhalten und sogar Erzengel als Besucher gehabt. Und dann kommt es zu diesen grandiosen Seancen, zu diesen nächtlichen Sitzungen, bei denen Sie ins Spiel kommen. Nicht wahr, Sir Owen Glendower? Also Sie haben Blake ja persönlich gekannt. Sie haben ihm Modell gesessen. Sie sind sozusagen ein Zeitzeuge. Aha, und man kann sich also vorstellen, Blake starrt in die Dunkelheit, ja, und Sie erscheinen ihm, ja. Und das morgens um 3 Uhr oder 4, ja. 3:30, ja, genau. Und Sie erscheinen ausgerechnet William Blake in seiner Seance, ja. Sie wählen ihn aus quasi als multimediales Medium, ja, ja, und manifestieren sich vor ihm und nehmen sozusagen Form an. Diese Imagination ist uns ja gewissermaßen verboten. Ja, wir treiben diese Imagination den Kindern aus. Wir verbieten uns diese Welt. Das heißt, genau, sich nicht zufrieden geben. Ja, einfach, erst dann kann man wissen, was genug ist, wenn man weiß, was mehr als genug ist. Ja? Hätten Sie vielleicht gerne noch eine Hähnchenkeule? Paradise Lost, ja, das verlorene Paradies, Milton, ja, Blake sitzt in seiner Wohnung, stellt Illustrationen her für dieses große Werk und während weitaus weniger begabte Menschen um ihn herum erfolgreich ihre Werke verkaufen, bleibt er weiter im Verborgenen. Ja? Und man kann sich natürlich fragen, warum? Die geplante Ausstellung mit biblischen Darstellungen wird abgesagt. Ja, die Galerie macht bankrott unmittelbar vor der Eröffnung. Also man kann sagen, jetzt kommt auch noch Pech dazu. Ja, es scheint so, als wäre der Erfolg für Blake einfach vernagelt. Und trotzdem, ja, immer das verlorene Paradies. Ja, Miltons Paradise Lost. Ja, Blake sitzt in seinem Garten und rezitiert nackt, ja, mit seiner Frau Catherine aus Paradise Lost. Und das ist ja gerade die Katastrophe, ja? Dass man sich nicht mehr erinnert, dass wir vergessen haben, woher wir kommen, dass wir vergessen haben, was hinter den Dingen steckt. Ja? Dass das Spirituelle lächerlich gemacht wird. Und Newton ist dafür das Symbol. Ja? Es ist der Mensch, der glaubt, die Welt mit dem Zirkel abmessen und damit gewissermaßen in die Tasche stecken zu können. Ja? Ja, genau. Dass wir uns im Grunde erinnern könnten, was war, ja? Dass wir ein Bewusstsein dafür haben könnten, was sein wird. Aber dass es uns nicht gestattet wird. Ja? Dass wir es uns selber nicht gestatten. Und das ist natürlich brisant. Ja? Blake sagt, es gibt in der Gesellschaft eine Verschwörung, ja? Eine geheime Verschwörung, die die Kunst zerstören will. Ja, und jetzt kommt die Wendung, ja, Blake geht aufs Land, ja, nach Felpham, ja, und Haley, ja, also zu diesem Zeitpunkt sozusagen sein Gönner, sein Mäzen,
gewissermaßen, der ihm Aufträge gibt, wenn auch kleine Aufträge, stellt sich als Feind heraus, sagt Blake. Ja? Also für Blake ist er sein größter spiritueller Feind. Ja, und Haley lässt ihn Kinkerlitzchen machen. Ja? Er lässt ihn Illustrationchen machen, die weit unter dem Niveau sind, dem künstlerischen Anspruch, den Blake ja hat. Ja? Und Blake weiß das. Blake wird krank, ja? Seine Frau wird krank. Er lässt ihn Tierchen malen, ja? Dinge, die Blake verabscheut. Ja? Er lässt ihn im Grunde an der Realität scheitern. Und das ist es, was Haley von ihm will. Und trotz all dieser Demütigungen, ja, gelingt es ihm, sich zurückzuziehen wieder auf seine Imagination. Ja? Ihr müsst wiedergeboren werden. Ja? Ja? Also er spricht von der Erlösung der Menschheit aus der Unterdrückung durch die Wiederbelebung des imaginativen Lebens. Hallo? Ja? Hören Sie mich? Ja? Also Blake will aufrütteln. Ja? Er will, dass wir ein Bewusstsein entwickeln für die Imagination. Das muss sein, ja? Dass wir dieses Bewusstsein entwickeln für diesen Weg. Das heißt, in diesem Moment, also heute, ja, also ist der Heilige Geist sozusagen ja, also schon erschienen. Ja? Also wir leben in der Apokalypse, in Blakes Apokalypse, nicht wahr? Genau, was kann aber die Botschaft für uns sein? Ja? Vielleicht, dass man der Imagination überhaupt erst vertrauen muss. Ja? Dass man sich hingibt, dass man sozusagen Tagträumer wird, wieder Kind zu sein bereit ist. Ja? Das Unvorstellbare vorstellt. Das kann unser Leben verändern. Dass man von dieser Passivität befreit wird. Ja? Dass man wieder spürt, dass wir den Dingen nicht ausgeliefert sind, sondern Teil sind der Schöpfung. Ja? Ja? Man kann sie beeinflussen. Und das ist das, was uns weisgemacht wird, dass wir nämlich nichts verändern können. Ja? Und dann würde ich mich freuen, wenn Sie mir noch was erzählen könnten über diese Nackt im Garten Sache. Ja? Also wie Blake da nackt, also seine Frau auch nackt. Ja? Ja? Das fände ich wirklich interessant, wenn Sie mir das noch erklären könnten.